Robert, wie heißt denn dieser Professor da nochmal? Der mit der Brille. Daniel Düsentrieb. Was, wer? Daniel Düsentrieb. Nein, hier der Einstein, Aha. der. Ja, Wo ja. hast du deine Brille heute gelassen? Daheim vergessen. Die Leute haben nämlich einige Fragen gestellt. An Wir wen? machen nämlich heute Was? eine Technikstunde. Oh, okay. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich eh wieder die Hälfte falsch erzählen. Aber nachdem ihr so viel danach gefragt habt und mich das ja natürlich auch extrem brennend interessiert, habe ich mal ein paar Anrufe bei Porsche getätigt und meine ganzen Fragen gestellt, die ja, ihr gestellt habt. Und die möchte ich euch heute nämlich beantworten, und zwar hier beim 992 GT3S. Wir haben ja unsere erste Fahrt hinter uns, was extrem krass gewesen ist, muss man hier wirklich mal sagen. Und ich kann es auch kaum erwarten, hier mit dem 992 GT3S auf die Rennstrecke zu gehen, wofür er natürlich gebaut ist. Es ist auch nicht mehr allzu lange hin. Wir haben auf jeden Fall bald die Möglichkeit, damit am Red Bull Ring zu fahren. Wir haben allerdings ein Problem, was wir gerade festgestellt haben, der Robert und ich. Und zwar, wir sind nämlich die nächsten 3 Wochen eigentlich nur unterwegs. Das Auto hat bisher keine 400 Kilometer drauf. Und irgendjemand muss dieses Auto einfahren, damit wir 1500 Kilometer haben, sobald wir am Red Bull Ring ankommen. Ich weiß noch nicht. Robert, sollen wir da irgendwie mal eine Umfrage starten, ob irgendwie jemand Lust hat, das Auto zu fahren? Ja, meinst Weil du willst ja wieder nicht Ja, fahren. eben. Aber meinst du, meldet sich jemand? Ja, ich glaube, da würde sich keiner melden, oder? Ja, ich glaube auch nicht. Also ich weiß ja nicht. Also es müssten hier 1000 Kilometer drauf gefahren werden, Leute. Wir müssen echt mal schauen, wie wir das noch hinbekommen, weil sonst können wir leider nicht damit auf die Rennstrecke gehen. Aber wir kommen jetzt hier zum Thema 992 GT3S. Ich glaube, es gibt bisher nichts Ausgeklügelteres als hier den 992 GT3S, was Aerodynamik angeht. Ja? Also ich meine, natürlich ganz klar, wir dürfen jetzt hier den 992 GT3S allein schon preislich nicht mit da hinten vergleichen, mit dem AMG One, das ist komplett nochmal Next Level. Aber natürlich auch, wenn wir jetzt halt hier dann nach hinten schauen, GT Black Series, was auch schon extrem clever ist, oder auch hier McLaren Senna. Aber wenn du dich mal hier richtig in dieses Thema reinversetzt, was hier Porsche Hand angelegt hat und wie clever das einfach ist und vor allem, wie viel Motorsport wir hier verbaut haben. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal zur Front. Ich meine, das Auto, der GT3S ist nicht für die Autobahn gebaut. Also ich meine, ich mache gerne für euch Leute eine 100-200 Messung, aber finde ich für mich persönlich komplett unnötig, weil hier der 992 GT3 rein nur für die Rennstrecke gebaut ist. Ja? Der wird gefühlt wahrscheinlich sogar geradeaus langsamer sein als sein Vorgänger, wobei wir natürlich dann wiederum, da kommen wir jetzt dann später dazu, hinten das sogenannte DRS haben, wo der Flügel sozusagen glatt gestellt wird. Aber wichtigster Punkt zuerst, und zwar, ich mache jetzt hier vorne, Robert, du kannst ruhig stehen bleiben. Okay, ich bleib vorne. Und zwar, wir kommen jetzt zum allerersten Punkt. Und zwar, das gab es noch nie in dem GT3S, beziehungsweise es gab es noch nie in einem Porsche mit Straßenzulassung. Und ich weiß auch noch nicht, wenn wir eine längere Strecke fahren, wo wir unser Gepäck hintun werden. Denn Leute, wir haben keinen Kofferraum mehr, sondern es wurde hier ersetzt durch den Kühler. Und zwar, das ist hier 1:1 aus dem Rennfahrzeug, aus dem Cup-Auto bzw. aus dem 911R. Bedeutet, wir haben jetzt hier in der Mitte unseren Kühler. Sonst kennen wir natürlich das Ganze. Ich mache die Haube wieder zu, damit es wieder ein bisschen mehr sexy hier aussieht. Schön. So. Und zwar, wir hatten ja sonst hier links, rechts und in der Mitte hatten wir 3 Kühler. Jetzt haben wir nur noch einen riesigen Kühler in der Mitte, was natürlich dafür sorgt, dass wir deutlich mehr Leistung gewonnen haben, beziehungsweise natürlich auch aerodynamisch das Ganze deutlich besser geworden ist. Denn wenn Sie natürlich, das habe ich mich am Anfang auch gefragt, was zum Teufel machen hier diese 3 Flaps jeweils auf der Seite, 3 mal hier rechts, 3 Flaps hier links. Und das wurde mir recht gut erklärt. Und zwar, das macht auch alles extrem Sinn. Und da muss man mal wieder sagen, ein großes Lob an Porsche, wie clever die Leute sind. Das ist wirklich abnormal, was da für Leute da dran sitzen. Und ich will auch gar nicht wissen, wie lang sowas dauert, bis du das alles ausgeklügelt hast. Denn die Luft, die heiße Luft, kommt hier raus und normalerweise geht die einfach geradeaus rüber. So,
Wäre aber nicht gerade sinnvoll, denn da hinten haben wir ja den Motor sitzen. Bedeutet, da würde diese heiße Luft da hinten wieder reingehen. Bedeutet, was passiert da? Ich meine, da kommen um die 100 Grad raus. Ist natürlich nicht geil für die Motorleistung. Ja? Der schöne Saugermotor kann nicht frei atmen und kann nicht seine komplette Motorleistung von 525 PS abrufen. Ich glaube, es sind 5 PS mehr als beim Vorgänger. Also es macht keinen Unterschied. Vor allem, wenn ich im Auto sitze, dann ist es sowieso nicht schneller. Und deshalb hat Porsche hier diese artmäßigen Flaps verbaut. Bedeutet, ich zeige das jetzt einmal ganz gut. Eigentlich hätten wir einen Stock gebraucht, Robert. Da musste jetzt hier der Insta360 Zeigestock dran glauben. So, jetzt fahren wir das Ding hier aus. Also, wir machen weiter, Leute. Das ist so eine richtige Technikstunde heute. Also, nochmal, um das Ganze schön zu demonstrieren. Hier kommt diese heiße Luft raus, ja, und normalerweise geht die ja geradeaus rüber, das habe ich ja schon erklärt. Jetzt haben wir hier diese Flaps und da mit diesen Flaps bezweckst du, dass die Luft so weit wie möglich hier nach außen geht und das ist eben genau dieser Grund, was uns bei der ersten Fahrt aufgefallen ist, als das Fenster unten gewesen ist. Verdammt nochmal, kommt hier heiße Luft an der Seite vorbei. Also eigentlich kannst du mit dem Auto auch im Winter fahren, wenn es kalt ist und du sparst dir einen Haufen Strom, einen Haufen Benzin sparst du dir, weil du gar keine Heizung brauchst. Richtig. So, das heißt, hier kommt dann diese heiße Luft vorbei und jetzt würde eigentlich diese heiße Luft da hinten wieder reingehen, ja? Genau dementsprechend sind hier, Leute, diese Flaps da. Und vor allem, das ist eben das Geile, die machen hier diesen richtigen Bogen. Und was passiert durch diesen Bogen? Die Luft geht hier an der Seite vorbei und wir bekommen ausschließlich normale, kühle, ja, normale Luft, je nachdem, wo man halt unterwegs ist, kommt hier in den Motor rein und das heißt, du hast eine deutlich bessere Motorleistung. Wie verdammt nochmal krass ist das bitte von Porsche gelöst. Und da habe ich mich am Anfang gefragt, was sollen diese Flaps zum Teufel? Und jetzt habe ich es verstanden. Also da muss man wirklich schon mal sagen, das ist extrem krass. So, nachdem wir jetzt nur noch einen riesen Kühler in der Mitte haben, ist es Porsche dadurch gelungen natürlich, dass jeweils hier links und rechts ein Haufen Platz geschaffen worden ist. Und was ist dadurch passiert? Wir werden euch das jetzt dann gleich mal zeigen. Und zwar sind hier unten drunter 2 aktive Flaps verbaut. Und diese Flaps, die gehen auf und zu, sobald du eben die DRS-Taste drückst, wie hinten bei dem Heckflügel, wo er dann flach gestellt wird. Dadurch bekommen wir natürlich auch einen Haufen Luft in die Rathausschale. Ja? Und dementsprechend haben wir zum Beispiel auch hier vorne diesen kleinen Schlitz, wo die Luft durchgeht, dann natürlich sowieso, das kennen wir auch schon vom Vorgänger beim 991 GT3S, hier einerseits, wo die Luft rausgeht und jetzt wird's, finde ich, ist einer der geilsten Parts und zwar hier. Das ist sowas von sexy, ich könnte jetzt wieder eine halbe Stunde davor stehen und vor allem, es wird noch besser, Leute. Robert, das musst du hier einmal kurz, zieh dir das mal rein. Ich meine, ich kann mich über so kleine Details, ich kann mich da einfach sowas von freuen und ich finde das einfach so geil, dass es da so Leute bei Porsche gibt, die das genauso dann auch umsetzen. Alter. Wir haben einfach hier einen schönen Blinker. Wie geil ist das bitte, dieser Part? Das habe ich noch gar nicht Also ich gesehen. meine, du könntest ja auch einfach hier simpel da einen Blinker verbauen, ja? Aber nein, der ist hier unten so ein geiles Detail, aber und das ist eben wieder Porsche. Es sieht nicht nur geil aus, sondern es hat eine extreme Funktion. Denn wir, durch diese aktiven Flaps, die wir da verbaut haben, erzeugen wir so viel Druck hier, dass natürlich diese Luft wieder raus muss. Dementsprechend ja hier der Schlitz, hier und dementsprechend ist das hier alles offen gehalten, wo die Luft komplett durchströmt. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, durch das, dass wir das hier vorne offen gehalten haben, genauso auch wieder da hinten auch noch. Wir haben insgesamt, dadurch 70% mehr Airflow an der Seite als beim 991 GT3. Das muss man sich mal auf der Zunge ergehen lassen. 70%, Leute. Und wenn wir jetzt ja gerade da dabei sind, von der Downforce her, haben wir 4-mal so viel wie ein 992 Turbo S, 3-mal so viel wie ein 992 GT3 und doppelt so viel Downforce.
als ein 991 GT3S. Und das ist halt wirklich, wo ich ja schon festgestellt habe, wir sind einfach entspannt auf der Autobahn mit 100 km/h dahin gefahren, wie präzise der 992 GT3S hier einlenkt, habe ich wirklich noch nie in einem anderen Auto gehabt. Das habe ich bisher nur im McLaren Senna gehabt, ja, und beim GT Black Series. Aber ich muss sagen, hier war es nochmal geiler. AMG One kann ich bisher noch nicht vergleichen. Wir sind das Auto bisher nur ausschließlich auf der Rennstrecke gefahren, ja. So, jetzt gehen wir hier weiter. Wir müssen natürlich auch noch hier kurz auf die Tür eingehen, denn die Tür ist auch komplett neu. Hat mit dem 992 GT3 nichts mehr zu tun, eben durch das, dass das hier alles offen gehalten ist. Und da muss man auch wieder sagen, ich meine, 992 GT3S, einfach mal schnell so eine neue Tür zu verbauen. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, das ist ein extrem großer Kostenaufwand für Porsche, ja, weil du natürlich das Ganze in Kleinserie herstellst. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Autos es davon geben wird. Natürlich rechnet es sich für den Hersteller, aber trotzdem könnten die sich auch einfach easy entspannen und sagen, komm, wir nehmen einfach vom 992 GT3 die Tür. Und das ist auch wieder das Geile, wir haben hier einen richtigen Türgriff, ja, nicht mehr dieses komische, was dann nach oben klappt. Und es wird noch besser, Leute. Wir haben einfach, die Tür ist komplett aus Carbon. Bedeutet, wir sparen hier allein schon 22 Kilo ein, ja, dass wir bei einem Gesamtgewicht sind von 1450 Kilo. Und wir haben ja generell so viel Carbon hier bei dem Auto verbaut. Natürlich, durch das, dass wir auch das Weissachpaket dazu genommen haben, bedeutet hier die komplette Motorhaube, das komplette Dach, auch dann hinten der komplette Spoiler, hier Seitenspiegel, hier die ganzen kleinen Elemente. Wir haben eben die Magnesiumfelgen, haben wir dann wir haben es bei der Stahlbremse belassen. Auf das Thema möchte ich jetzt nicht nochmal neu eingehen. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, warum ich keine Keramikbremse genommen habe. Das Thema habe ich schon des Öfteren erklärt, warum ich mich ausdrücklich hier beim 992 GT3S nur für eine Stahlbremse entscheiden würde. Und Porsche hat extrem viel auch an der Stahlbremse nochmal gearbeitet gegenüber dem Vorgänger. Also wird das jetzt halt nochmal deutlich besser sein. Spätestens dann, wenn wir auf der Rennstrecke sein werden, Leute, dann werde ich nochmal auf das Thema eingehen. Jetzt gehen wir hier weiter nach hinten. Wenn wir dann hier diesen Schlitz anschauen, dann sorgt das natürlich einerseits für Kühlung, ja, dass hier die Luft reingeht in den Motor, aber hauptsächlich ist das dafür gedacht für Thema Abtrieb, um hier wirklich schön den GT3 RS unten am Boden zu halten. Und der Part hier ist eigentlich auch der einzige Part, was hier Turbo-S-Ähnlichkeit hat, ja, generell 911, weil sonst ist alles, was ihr hier seht, komplett eigenständig. Klar, wir haben das ganz normale 911er Chassis, wir haben kein Carbon-Chassis, ich meine, da wären wir preislich sonst komplett woanders, aber wie gesagt, das hier ist der einzige Part, der, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, vielleicht liege ich da jetzt falsch, nicht zu 100%, zu 80-90% vom Turbo S übernommen wurde. So, wir arbeiten uns weiter nach hinten. Jetzt ist schade das. Robert, bitte, da kannst du 5 Minuten das Detail einblenden. Komm mal bitte hierher, Robert. Leute, das ist so sexy. Stell dich mal da nach hinten und jetzt zeig genau hier drauf. Hier schön rein. Alter, Leute, wie geil ist das bitte, wenn du hier einfach diesen halben Reifen siehst, wie das hier alles offen gehalten ist. Und nochmal, es sieht nicht nur extrem geil aus. Es hat alles seine Funktion und eine extreme Funktion. Denn jetzt sind wir hier am Heck und für mich, habe ich ja bei der Abholung schon gesagt, für mich der geilste Part, warte mal, ich kann ja das jetzt wieder weglegen. Wir haben ja jetzt, aerodynamisch haben wir ja jetzt schon mal zumindest von vorne uns nach hinten gearbeitet, weil jetzt sind wir hier hinten angekommen, Leute. Der Diffusor, nur hier diese kleinen Streben, die ja relativ dezent gehalten sind, sorgen allein hier schon für 10% Abtrieb vom gesamten Fahrzeug. Nur diese kleinen Dinger, die hätte man noch theoretisch größer machen können, ja, weil ich meine, wenn wir uns jetzt den Heckflügel anschauen, im Vergleich zum Diffusor ist der Diffusor eigentlich nichts. Nur das Problem wäre dann, dass wir da hinten so viel Abtrieb generieren würden, dass der vorne theoretisch hochgehen würde. Denn man muss sich mal überlegen, wir haben hier mit dem Heckflügel haben wir bei 285 km/h bis zu 860 Kilo Downforce. Und das nimmt sich zum McLaren Senna, nimmt sich das gar nichts mehr. Bei McLaren Senna haben wir 900 Kilo Downforce, allerdings kann ich jetzt gerade nicht sagen,
bei welcher Geschwindigkeit das ist. Und ich meine generell, was ja sowas von heftig ist, ist, dass dieser Heckflügel höher ist als das Dach. Also ich meine, von der Sicht her ist das für mich ideal, weil wenn du in den Rückspiegel schaust, beim 991 GT3 habe ich immer den Flügel gehabt. Ja? Das heißt, konntest nicht wirklich nach hinten schauen. Bei dem ist das natürlich jetzt ideal. Und ich meine, das ist hier auch, wie im Weissach-Paket haben wir hier, ist das hier schön in Carbon, wobei man dazu sagen muss, der komplette Heckflügel, sogar hier diese Streben, ja, was hier in dem matt schwarz lackiert ist, das ist hier alles Carbon. Der komplette Heckflügel ist komplett aus Carbon. Und wenn wir jetzt gerade beim Thema Heckflügel sind, ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht gelesen, dass es aktuell Auslieferungsstopp für den GT3 RS gibt. Es gehen keine Autos mehr vom Werk oder auch schon Autos, die schon beim Händler stehen, darf kein Auto mehr ausgeliefert werden. Ich meine, man hat es ja auch bei dem hier gesehen, über ein halbes Jahr Verspätung. Wir wollen heute ein positives Video machen. Es sind leider ein paar Punkte gewesen, die leider sehr enttäuschend gewesen sind, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass so eine Marke wie Porsche solche Themen so handhaben würde. Der Händler Porsche Saarland von der Scherer-Gruppe, die haben sich extrem eingesetzt. Denn ich habe es ja in dem Video schon gesagt, das Auto wäre sonst wahrscheinlich in 2 Monaten noch nicht da. Und man sieht es ja aktuell, Auslieferungssperre beim 992 GT3 S. Wie gesagt, wir schauen mal, ob wir da vielleicht mal ein komplettes Video machen. Heute will ich ja nur hier ein reines, positives Video und rein hier nur auf den 992 GT3 RS über die Fahrleistungen eingehen. Und ich meine, jetzt haben wir hier am Heck alles erklärt. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal in Richtung Innenraum weiter. Wir wollen natürlich hier auch noch, oder Robert, sollen wir erst den Flügel in Aktion mal zeigen? Ja doch, zeig mal, wie der Flügel funktioniert. Okay, komm. Ich steige jetzt mal kurz ein, Leute. Ich zeige euch jetzt mal, wie dieser Flügel da hinten funktioniert. Ja, das ist sowas von abgefahren. Wenn du dich hier schon wieder reinsetzt, diese Sitzposition, da musst du gleich wieder zu mir kommen, dann Robert. So, bist du bereit? Ich bin bereit. So, wir sind jetzt ja gerade hier und jetzt drücken wir mal hier rum. Ist er jetzt flach gestellt? Ja, nee, noch nicht. Noch nicht? Dann müssen wir hier in Low Downforce gehen. Jetzt Einfach so sexy, oder? Das ist so geil. So, Robert, jetzt können wir auf den Innenraum eingehen. Du hast dir schön gemütlichen Stuhl geholt, Ja, oder? richtig. Ich hab's so gemütlich gemacht. Sitzt du wenigstens gut? Ich schon. Du? Okay, dann können wir auf den Innenraum eingehen, beziehungsweise, Leute, wir kommen zum heutigen Sponsor vom heutigen Video. Und zwar... Achso, soll ich was sagen? Konex. Ja, Robert, du hast die Deals doch ausgemacht. Richtig, ja, heute ist Sponsor Konex. Ja, eben, genau. Und zwar, ich trage die schöne Rolex Daytona im kompletten Gold mit dem schwarzen Ziffernblatt. Das ist schon hier richtig... Also, Robert, da hast du ja echt eine Uhr ausgesucht, du. Ja, das siehst du. Das ist aber schon mal krass, ja. Aber, um hier auf Chronex einzugehen, Leute, ich habe mittlerweile schon ein paar Uhren von Chronex gekauft und es ist so, dass natürlich auf der einen Seite es sind immer bis zu 7000 Uhren von 49 verschiedenen Marken jederzeit am Start, aber das Geile ist halt wirklich vor allem die aktuell hier die Daytona wird nicht mehr produziert. Es wurde ja die neue Daytona vorgestellt. Ich bin bisher noch nicht so ein Riesenfan davon. Dementsprechend ist natürlich hier auch vom Wert her eine extrem gute Wertanlage. Und bei Chronex ist es eben so, ihr habt erstens bis zu 24 Monate Garantie und auf der anderen Seite, ihr könnt euch eine Uhr im Internet anschauen, könnt dann zu einem Store gehen. Es gibt mehrere Stores in Deutschland verteilt, könnt euch die Uhr vor Ort anschauen. Und erst wenn ihr sagt, die gefällt euch, ihr wollt die Uhr kaufen, dann bezahlt ihr erst dafür. Von daher, Link ist in der Videobeschreibung, schaut einfach mal bei Chronex vorbei. Und wir machen jetzt hier nämlich weiter. Und zwar, Robert, ich hoffe, du hast auch hier die vorderen Flaps eingeblendet, denn nicht nur, Leute, dass hier hinten der Heckflügel flach bzw. hochgestellt wird, sondern auch hier vorne eben mit den Flaps, was ich ja schon erklärt habe, dass die ja hoch und runter klappen. Wir können hier einmal hier in dem Modus können wir uns das Ganze hier einstellen, wenn wir sagen, okay, pass auf, wir wollen jetzt hier in den Dynamic Downforce oder eben Low Downforce gehen. Ihr hört es, dann wird der Flügel wieder flach gestellt und so ist es natürlich dann hier perfekt für die Rennstrecke. Jetzt wird es allerdings etwas komplizierter und da weiß ich bisher noch nicht, wie ich damit umgehen soll, ob das nicht schon wieder zu viel Technik ist oder ob ich das feiere. Es ist auf jeden Fall extrem clever von Porsche, denn wir haben hier die sogenannten
Drive Modes. Wir klicken hier einmal drauf. So, das heißt, wir haben jetzt hier den normalen Modus, ja, wie wir es halt schön kennen. Dann haben wir hier den Sportmodus und den Track-Modus. Ihr hört es schon, es blinkt hier was, ja. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt klicken wir hier einmal drauf und jetzt haben wir hier das ESC und Traction Control. Und wir haben hier einmal komplett on, dann können wir in den Dynamic-Modus gehen, da können wir uns das bis zu 7 Stufen können wir hier einstellen. 7, 6, 5 würde ich jetzt mal eher sagen, ist eher für Nässe auf der Rennstrecke. Hier ist es wieder komplett an und hier kommen wir jetzt in die Richtung, wo das Ganze interessanter wird, bis hin zu 1. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen es komplett ausmachen, dann hier komplett off. Er blinkt nochmal. Robert, da kann ich gar keinen Überraschungseffekt mit dir machen, wenn wir fahren. Ja, wieso denn nicht? Dass auf einmal so irgendwie aus Versehen das Heck quer kommt, weil du das ja sofort hörst, dass da irgendwas faul ist. Aber wir sind hier immer noch auf 1, das heißt, jetzt ist es komplett aus und jetzt könnten wir theoretisch so richtig schön aufreißen, Robert. Hä? Hätte ich jetzt Bock drauf, sag ich Oder dir du ehrlich. könntest einfach komplett quer aufreißen, weil du bist ja hier Ja, das Driftmonster. Richtig. Gell? Das So, stimmt. das war hier die rechte Seite, Leute. Ab jetzt wird es kompliziert, denn wir haben hier PTV Plus. Das bedeutet, Robert, Porsche TV. Ja, genau, TV ist für einen Fernseher. Da drückst du hier drauf und dann ist Fernsehen angesagt. Ja. Da läuft dann richtig schön hier, was haben wir da, Shopping 24 oder was es da so gibt? Oh, keine Ahnung. Nein, Leute, das ist das sogenannte Porsche Torque Vectoring Plus. Wir drücken hier drauf und jetzt wird es halt hier krass. Und zwar ist das hier nämlich für die Hinterachse. Ja. Da können wir uns das Ganze hier komplett einstellen. Ja. Coast wirklich hier wieder -4 bis eben +4. Das heißt, 8 Stufen können wir uns hier einstellen. Genauso wie auch hier Power. Bedeutet, um es kurz zu erklären, umso weiter wir hier bei Power ins Plus gehen, umso mehr lässt die Hinterachse zu, beziehungsweise was heißt lässt zu, gibt frei. Und dadurch können wir natürlich, was machen, Robert? Gas geben. Driften. Sag ich ja. Dadurch können wir deutlich besser querfahren. So, das ist das eine Thema. Und jetzt, Leute, jetzt kommt dieser Knopf, da bin ich überfordert. Ja? Weil das hat es in einem Straßenfahrzeug noch nie gegeben. Das hast du in den Rennfahrzeugen und da hast du Mechaniker um dich rum, die dir nämlich das Ganze einstellen. Denn wenn wir nämlich hier drauf drücken, das ist das sogenannte Zug- und Druckstufe, wo wir uns hier alles einstellen können. Wie verrückt ist das? Compression, Rebound, Front, Rear. Wir können uns Zug- und Druckstufe vorne und hinten einstellen. So, und wie erkläre ich das jetzt am besten, Robert? Du drehst am Knopf. Wenn du nach rechts drehst, wird es stärker. Ja. Wenn du nach links drehst, wird es nicht so stärker. Hast du dich da schon mal darüber informiert, was Zug- und Druckstufe überhaupt bedeutet? Das ist ja eigentlich dein Auto. Eigentlich musst du dich informieren. Ja gut, das stimmt auch wiederum. Ja, aber du bist ja derjenige, der wieder fährt dann. Das stimmt. Gell? Deswegen, also musst du das ja auch wissen. Nein, Leute, also Zug- und Druckstufe, es sind die Federn und es ist wirklich extrem, extrem clever von Porsche gemacht, denn wir haben natürlich extrem viele Rennstrecken und jede Rennstrecke ist anders. Die eine ist härter, die andere ist weicher. Die Frage ist halt dann nur, wenn du auf der Rennstrecke unterwegs bist und ich glaube, das ist halt wirklich für Technikfreaks beziehungsweise für wirklich extrem, extrem erfahrene Rennfahrer, die genau wissen, in der Kurve muss ich mir jetzt den Dämpfer härter machen oder muss ich mir weicher machen? Und vor allem dann wird das Verrückte eben, wir können uns das Ganze ja vorne und hinten einstellen. Ja? Und das macht das Ganze für mich extrem kompliziert, aber auf der anderen Seite auch extrem clever. Und ich glaube, wenn du damit hier einen richtigen Plan hast, wann du in welcher Kurve, in welcher Situation dir hier Zug- und Druckstufe einstellst, dann holst du hier so viel Zeit raus, das ist halt wirklich extrem. So, das bedeutet unterm Strich Zug- und Druckstufe. Bei der Druckstufe ist es wirklich so, wie stark das Rad belastet wird und wir uns das dann eben durch die Drehregler einstellen können, wie viel Gegenwehr der Dämpfer leisten soll, ob er viel
oder wenig Gegenwehr leisten soll. Ja? Und das ist eben genau eben dann der Punkt, wenn du auf einer Rennstrecke unterwegs bist, bei einem harten Belag oder eben bei einem weichen Belag, da können wir uns das einstellen. Auf der anderen Seite ist es so, bei der Zugstufe ist es, die Feder zieht es ja auseinander. Ja? Und da können wir uns das genauso auch wieder einstellen über die Drehregler, wie schnell oder langsam soll die Feder auseinandergezogen werden. Und das, Leute, ist auf der einen Seite extrem kompliziert, auf der anderen Seite extrem clever von Porsche gemacht, dass wir uns verdammt nochmal hier über diese kompletten Drehregler, Compression, Rebound, hier uns das alles einstellen können. Und es macht, bin ich selber davon natürlich überzeugt, ist ja ganz klar, macht das einen riesen Unterschied. Nur ist halt eben das Thema, ob du halt auch genau weißt, wann und wo du hier das einsetzen sollst, ja, die Zug- und Druckstufe, wann sollst du den Dämpfer härter machen, wann sollst du ihn weicher machen, das ist halt natürlich eben so ein Thema, da bin ich mal wirklich gespannt. In der Praxis, wenn wir auf der Rennstrecke sind, glaube ich, also für mich persönlich, ich werde das wirklich erstmal normal lassen, ne? Und dann können wir uns mit der Zeit irgendwann spielen. So, ich glaube, das war wirklich eigentlich der wichtigste Faktor, dass wir das jetzt mal hier in Ruhe erklärt haben. Und ich meine, sonst innenraummäßig, wir sind ja bei der ersten Fahrt ja schon darauf eingegangen, was ich ja immer noch eben so sexy finde, weil wenn wir nämlich hier mit Motorsport weitermachen, das habe ich ja schon mal gesagt, ist für mich einfach immer noch hier das Allergeilste. Hinten ja auch eben Weissachpaket, der komplette Überrollkäfig ist ja hier komplett in Carbon, was auch natürlich ziemlich heftig ist. Ja, und ich würde sagen, wir steigen jetzt halt hier wieder aus. Robert, gibt es noch irgendein Thema, was ich hier bei unserer tollen Technikstunde vergessen habe zu sagen? Muss ehrlich sagen, mir fällt da jetzt nichts ein. Also ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich denke, wir sind eigentlich alles so weit durchgegangen und um hier zum Abschluss vom Video zu kommen, Leute, also ihr seht, ich glaube, das waren jetzt halt vielleicht nicht einmal 50%, was ich vom Auto erklärt habe, was da wahrscheinlich noch für Funktionen bzw. Aerodynamik unterm Auto hier abgeht. Und da muss man jetzt halt mal wirklich an die Porsche-Jungs hier ein großes Dankeschön rausgeben, dass erstens, dass es hier sowas noch gibt, dass hier sowas noch gebaut wird und hier nochmal nicht nur eins, sondern wirklich das doppelte, dreifache hier auf den 991 GT3 RS hingehauen haben. Und das ist halt schon wirklich eine heftige Ansage. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wenn wir das erste Mal hier auf der Rennstrecke fahren werden. Und es ist jetzt gerade, Robert, schon wieder dieser Moment, wo ich einfach jetzt halt still sein werde und einfach vor diesem Auto stehen muss, weil es ist einfach ein extrem schönes, sexy Auto und eine Funktionalität, die ich bisher selten bei einem Straßenauto erlebt habe und auch generell hier dieses Fahrzeug eigentlich nicht wirklich irgendwas mit einem Straßenauto zu tun hat, sondern eigentlich für mich ein reines Rennfahrzeug ist und ich glaube auch gar nicht so ungefährlich sein wird zum Fahren. Also ich meine, der wird dir einen Haufen Selbstvertrauen geben, aber ich glaube für Leute, die mal auf blöd gesagt diese 300.000 € übrig haben und sich hier diesen GT3 RS kaufen und noch nicht die Rennstreckenerfahrung haben, glaube ich, ist das schon wirklich eine richtig heftige Waffe, weil das ist auch genauso wie bei McLaren Senna gewesen, wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute da am Anfang verunfallt sind mit dem Auto, weil es einfach eine absolute Waffe ist und die einfach ihren 27S kannten und sich dachten, ja, ne, ist ja auch nicht viel mehr, außer halt ein bisschen mehr Leistung. Nein, Leute, das sind absolute Waffen. Und ich würde sagen, Robert, wir machen Schluss hier mit dem Video. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ja, meine Technikstunde hat euch getaugt. Ich habe nicht allzu viel falsch gesagt. Und dann, Robert, würde ich sagen, ja? Machen wir Schluss, oder? Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir wieder hoch. Jetzt haben wir immer noch Zeit. Wir Sehr ist noch nicht viel? mal Abendessen. Ah, ja, gehen wir mal. Wenn wir eine Stunde jetzt, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ich setze mir jetzt in meinen Mercedes-Stuhl rein. Also, Mach Leute, das. peace out, bis zum nächsten Video wieder.